Hallo, ich bin die Claudia. Ich besuche am Berufsbildungszentrum BBC einen Sprachkurs. Ich habe hier viele sehr nette Menschen kennengelernt und eine davon ist Adela. Ich habe sie interviewt und sie hat sehr interessante Sachen über sich und ihre Vergangenheit erzählt. Wir haben viele Gemeinsamkeiten, genau wie viele Menschen aus anderen Ländern und Kulturen. Das sind unsere Geschichten. Ich heiße Adela, ich wurde in Rumänien geboren. Dort lebte ich 28 Jahre unter Ceausescu-kommunistischem Regime. Im Jahr 2000 gelang es mir, nach Spanien zu fahren, wo ich 15 Jahre lang lebte. Jetzt wohne ich mit meinem Mann und meinen Kindern hier in Deutschland, in Augsburg. Warum hast du dein Heimland verlassen? Es war nicht leicht für mich, meine Familie, Freunde und meine Arbeit als Grundschullehrerin zu verlassen und in einem Land, von dem ich nicht wusste, 3300 Kilometer weit zu kommen. Als Kind erinnere ich mich, dass das Essen von schlechter Qualität und rationiert war. Die Kleidung war auch nicht von guter Qualität und ich hätte nicht viel zur Auswahl. Unter Ceausescu kommunistisches Regime war sehr schlecht, weil die orthodoxischen Leute in die Kirche nicht gehen kann. Wir haben nur 2 Filme am Wochenende, eine am Sonntag und eine am Samstag. Sonst, es war nur Politik. Das war mein Grund, für was mein Heimland zu verlassen und in ein anderes Land zu fahren. Die Spanien war die einzige Land, wo die Ausländer wohnen und arbeiten können. Deswegen habe ich nach Spanien gefahren. In der Ceausescu-Zeit hat viele Blöcke, viele Häuser, viele Wohnungen gebaut. Leider heute ist weniger und nur renoviert, die alten Gebäude. Die Leute können nicht Herr oder Frau sagen, nur Genossen und Genossin. Jede Leute hatten Wohnung und Arbeit, aber hatten sehr wenig Geld. Fleisch zum Beispiel war nur 2-mal pro Jahr im Laden, war nur 2 Kilo Fleisch erlaubt für jede Person zu kaufen. Wir können nicht frei sprechen mit der Politik, mit der Ceausescu, nur gut sprechen oder reden, nicht die Wahrheit. Immer war Lügner, nur Lügner. Ich fühle mich sehr schlecht. In meinem Heimland nicht die Wahrheit zu sagen. Aufgrund der politischen, moralischen und ethnischen Situation in den Jahren vor 2016 haben wir Brasilien verlassen. Die damalige Regierung schuf ein sehr korruptes System, das die gesamte Gesellschaft absenkte. Schwierig war für dich, die Sprache zu lernen. In Spanien, ich war sehr ehrgeizig. Ich habe nur in 2 Monaten Spanisch gelernt. Die englische Sprache war einfacher als Deutsch zu lernen, weil in Brasilien Englisch und Spanisch in der Schule beigebracht wird. Außerdem ist die englische Sprache grammatikalisch einfacher. Was kannst du von deiner Arbeitserfahrung in Spanien berichten? Ich habe im Restaurant Geschirr gespült, Gemüse und Obst gepflückt. Ich habe ältere Menschen im Privathaus gekümmert und auch in viele Fabriken gearbeitet. War sehr, sehr schwierig, aber alles Erfahrungen hat mir einen starken Mensch gemacht.
In Brasilien arbeitete ich als Landschaftgärtnerin und als Floristin. Aber in Kanada habe ich als Verkäuferin und Küchenassistentin gearbeitet. Aus welchem Grund bist du von Spanien nach Deutschland gekommen? Wegen der Wirtschaftskrise. Wir mussten Spanien lassen und in Deutschland kommen. Wir sind nach Deutschland gekommen, weil die Vorfahren meines Mannes Deutsch waren und auch weil die deutschen Universitäten gut sind. Wie läuft aktuell dein Leben in Deutschland? Hier in Deutschland ist viel besser. Es gibt viele Arbeiten. Die Kinder hat sehr schnell und gut in die Schule integriert. Nur für Erwachsene ist es schwierig wegen der Sprache. Deswegen besuche ich einen Deutschkurs. Und nach dem Deutschkurs hoffe ich, eine schöne und gute Arbeit als Kinderpflegerin finden. Im Moment nehmen mein Mann und ich an einem B2-Kurs teil. Meine beiden Söhne sind an der Hochschule. Was kannst du über deine Reise erzählen? Meine Reise war ein echtes Abenteuer. Sie dauerte 3 Tage. Wir reisten 12 Personen auf 9 Sitzen in einem kleinen Bus. Ich habe jede Grenze mit einem Taxi überquert, weil zu viele Leute im Bus waren. Ich habe auf dieser Reise nur 2,5 Sandwich gegessen und sehr heißes Wasser getrunken. Ich habe diese Reise mit geliehenem Geld gemacht, das ich erst nach einem Jahr zurückzahlen konnte. War sehr schwierig, ich habe niemand mir helfen. Aber ich habe eine sehr schöne Erfahrung in Spanien. Dort habe ich meinen Mann kennengelernt. Er hat mich viel geholfen mit Essen, mit Zimmer und mit Arbeit. Er ist rumänisch gleich ich. Er war in Rumänien gearbeitet in meiner Stadt und war in der Nähe von meiner Wohnung gelebt, aber ich habe, musste ich 3.300 Kilometer zu machen, für meinen Mann kennengelernt. Die Mentalität für Leute in Deutschland und Spanien, was ist deine Erfahrung über dieses Thema? Deutschland ist schön, Spanien ist schön, Rumänien ist schön. Ich glaube, alle Länder sind schön in etwas, sicher. In Spanien, alle Nachbarn kennen sich und feiern zusammen. Und hier sehe ich die Leute ein bisschen kalte Leute, nicht so offen. Normalerweise sind die Leute in Brasilien sympathisch, fröhlich, sozial und sehr kreativ. Obwohl sie härter arbeiten und weniger verdienen, wissen sie, wie man Spaß hat. Hier in Deutschland gibt es viel Geschichte, die Kultur ist stark, man hat Respekt zwischen Menschen, aber hier sehe ich zu viel Bürokratie. Kanada ist ein modernes und junges Land. Dort kommen jedes Jahr Menschen aus aller Welt an. Das Wetter ist meist kalt, trotzdem sind die Leute sehr aktiv. Die Kanadier sind sehr aufmerksam, offen und höflich mit allen, die da wohnen. Wie feierst du über deinen Geburtstag? Die schönste Geburtstag und glückliche war in Rumänien. Wir sind gewohnt, mit der Familie und den Freunden unseren Geburtstag feiern, mit einer großen Torte und gutem Essen und viele Geschenke zu bekommen. Hier in Deutschland und auch in Spanien war ein normaler Tag.
Ja, vielleicht meine Familie aus Rumänien hat mich angerufen, alles Gute zum Geburtstag. Deswegen ist nicht gleich. Aber das fällt mir viel, die Freude von dem Geburtstag und die Ferien. Bei dem Geburtstag in Brasilien gibt es mehrere Freunde und Verwandte, die zusammen feiern. Was vermisst du am meisten? Ich vermisse viel meine Mutter, meine Verwandten. Ich kann nicht so oft sehen. Ich möchte meine Mutter kümmern. Sie ist alt und ist krank. Aber hier, sie kann nicht kommen und ich kann nicht in Rumänien fahren, leider. Mein Leben ist hier und von meiner Mutter ist in Rumänien. So, das vermisse ich viel. Ich vermisse meine Familie sehr. Ich bin immer noch in Kontakt mit ihnen. Möchtest du in dein Land zurückgehen, oder? Ich kann nicht mehr in Rumänien leben. Ich möchte gerne hier oder vielleicht in Spanien zurück. Leider, die Politik ist nicht gut. Das Lohn von den Rumänen ist niedrig. Es ist nicht ein gutes Leben, gerade in Rumänien. Für uns besser heute ist in Deutschland leben. Hier haben wir gute Erfahrungen. Wir haben diese Sicherheit. Es gibt viele Arbeitsplätze. Wenn ich arbeiten werde, würde ich sicher nach Brasilien in den Urlaub fliegen. Die letzte Frage: Was wünschst du dich für deine Zukunft? Ich sehe meine Zukunft viel besser. Ich hoffe, hier ein ruhiges Leben haben und schöne. Und ich hoffe auch hier Rednerin sein. Gut, super, Della. Vielen Dank. Und so ist es gekommen, dass wir hier zusammen sind. Wir lernen jeden Tag und verbringen auch so Zeit miteinander. Das Schicksal, das wir teilen, verbindet uns genau wie viele andere Menschen hier. Wir sollten hier ein besseres Leben aufbauen und sind hoffentlich auf dem richtigen Weg.